Zu Fuß komme ich hier nicht weg. Es ist ein langer Fußmarsch und bei diesem Wetter ist es zu gefährlich. Absolut richtig, ich brauche ein Fahrzeug. Und ich weiß, wo wir ein Fahrzeug haben. Das heißt, wir müssen mal wieder durch den beängstigenden Keller zum Fahrzeug. Mit dem wir dann hoffentlich die Gegenstände finden. Aber warum wurden die geklaut? Geklaut, ja. Schmeißen wir mal alles weg. So. Okay. Ich beeile mich mal. Es ist wirklich etwas beängstigend hier unten, muss ich ehrlich sagen. Weil man hier teilweise nicht wirklich viel sieht. War das hier vorhin schon da? Ich glaube nicht. Es fing alles an, als ich in diesem verdammten schwarzen Spiegel schaute. Habe ich tatsächlich unbeabsichtigt etwas heraufbeschworen? Ich habe das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Mhm. Es ist wirklich stockfinster. Mhm. Okay. Und jetzt ab zum Wagen. Hoch. Aufpassen. Tür öffnen. Okay. Ich sehe nochmal hier nach. Aber ich glaube, wir haben hier soweit alles. Hier sind verschiedene Arten von Werkzeugen, die meistens für einfache Hausarbeiten. Ich glaube, das hier wurde zur Autoreparatur benutzt. Hier oben. Im Geruch nach zu urteilen erhält dieser Kanister Farbverdünner. Okay, aber bringt uns nicht mehr viel. Eine Holzkiste zur Aufbewahrung von Schrauben und Nägeln verschiedener Formen und Größen. Aber es sind nur noch wenige übrig. Okay, eine Sache fällt mir übrigens noch ein. Wir haben ja noch den Schraubendreher, wie er hier korrekterweise genannt wird. Genau, und das... Hier, das Spielzeugauto. Und anscheinend können wir... So. Das kommt mir nicht bekannt vor. Ah ne, hier ist der Schraubendreher. Das hier? Energy! Ich habe im Spielzeug-Jeep eine Batterie gefunden. Fragt mich nicht wieso. Keine Ahnung. Bei diesem tosenden Sturm kann ich nicht aufbrechen. Ich sollte besser bis morgen warten. Du willst also noch länger in diesem beängstigenden... In dieser beängstigenden Residenz warten, während hier wahrscheinlich noch irgendjemand ist. Oh Mann. Das wird hier immer schlimmer hier. Na schön, komm. Hier fühlt er sich ja sicher. Ich bin gerade nicht besonders müde. Müde? Okay. Er hat doch gesagt, er will bis morgen warten. Moment mal. Kollege, ich sehe dich. Wir hatten doch den Traum, als wir beim Gastwirt waren. Das war doch genau das hier. Das war genau diese Szenerie. Hatte ich ja schon erwähnt. Ach, okay. Langsam. Langsam, aber sicher. So, öffnen. Okay, ich höre Geräusche. Sie kommen aus dem Innern der Wände. Es ist, als ob Ratten darin wären. Sie scheinen sich da unten irgendwo zu bewegen. Ich sollte versuchen, ihnen zu folgen. Er will also nicht schlafen gehen, sondern sich lieber noch weiter umsehen. Kann man ja nochmal die Hand ansehen. Das ist doch nicht normal.
Ich kann noch mal in den Keller gehen. So viel dazu. Nochmal in den Keller. Das ist doch nicht normal. Ja, okay. So viel dazu. Ich sag doch, das ist doch nicht normal. War hier nicht vorhin noch eine Holzverkleidung? Ich bin mir sicher, dass die Ratten diese Treppe hinuntergelaufen sind. Ich kann sie immer noch leise quieken hören. So viel dazu. Also, ich habe keine Worte mehr. Ich habe ehrlich gesagt keine Worte mehr. Jetzt fühle ich mich wie bei Ice White Shut. Gleich geht die Orgie los. Und tschüss. Bleib mir bloß fern. Ja. Hallo. Wann sind wir bitte schlafen gegangen? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wann sind wir schlafen gegangen? Das war doch jetzt... War das ein Albtraum? War das jetzt nicht ein... Ich habe diese Kreaturen wahrhaftig gehört. Sie sind durch die Wände gerannt. In den unteren Teilen des Hauses. Ich bin mir sicher, dass sie mich hinunterlocken wollten, um mir etwas zu zeigen. Sie wollen mal den Weg zu irgendeinem dunklen Geheimnis dieses Hauses weisen. Wie dem auch sei, ich glaube, ich habe ein Geräusch aus dem Haus gehört. Ich sollte wohl besser hingehen und es untersuchen. Das war doch ein fließender Übergang zwischen der Realität und der Surrealität. Wir sind noch nicht schlafen gegangen. Ich glaube, langsam verlieren wir wirklich den Hang zur Realität. Ach so, okay. Hi, Howard. Hallo. I know this is shocking, but I am Ruth Nolder. It seems impossible to believe, but it's the truth. As you can see, my new body is not in good shape. I'm taking something to slow its deterioration, but the worms will have me soon. So listen carefully. Time is very short. We must stop them. Stop who? Don't you remember? I think the drug I gave you was a bit much. What drug? What are you talking about? The drug I gave you when I took you out of the asylum. If I hadn't given it to you, you would have been gone for good by now. It was prepared by a very powerful shaman. But I think it prevents you from remembering what happened and who you really are. This is all nonsense. I don't understand what you're talking about. You told me to come here, and I am here. In the very house of my ancestors. What is the meaning of this? Do you know that my father is lying in that tomb? Can you tell me why he killed himself in there? Why my mother never told me anything about my father? Why I remember things I've never known before? What is happening to me? You must be calm. I am in a worse condition. I know this seems like nonsense, but it is happening. This world hides secrets that people must never learn. And we are a part of those secrets. Please, calm down and try to understand what I'm about to say to you. I've given you a special drug. You haven't lost your control, have you? So don't be afraid. The drug won't let him possess you too soon.
But it won't last long. We must be quick to find the entrance to the sunken city. It is right under this town and its outlying areas. Alles klar, wir haben erstmal Loth Nolder endlich getroffen. Von Angesicht zu Angesicht. Und das also ich meine, es ist schon generell alles sehr verwirrend hier. Versunkene Stadt, in welcher Beziehung stehst du zu dieser Situation? Was ist mit deinem Körper geschehen? Hast du mich aus dem Heim geholt? Er hatte uns ja ursprünglich rausgeholt. Und am Anfang des Spieles sind wir ja erwacht. Nachdem wir die Droge erhalten haben. Sunken City? The necropolis city of a pre-human reptilian race. What is your connection to this situation? As you know, I went on a long journey 5 years ago. During my travels, I sought clues that would give me some insight into my own family history. I visited a lot of places, but I finally found my answers in a primitive forest village. Strangely, the village elders seemed to know me and told me some unbelievable things about my identity. They said I was born in that very village, the son of a European father and a mother they never revealed. Nobody spoke about her, though I persistently asked them. All I learned is that she disappeared from the village after giving birth to me, and it seemed from their tone that they were grateful when she left. I could learn nothing else about my father either, except that he was a civilized man. Apparently, I spent some of my childhood there, under the veil of strange practices and inhuman traditions. I faintly remember them showing and teaching me some horrifying things that fortunately I can't quite remember anymore. But one thing's still clear in my mind. They were constantly telling me that my body was just a vessel, and that someday I would return to them and be filled with true essence. And through my body, a god, worshipped by the natives, will be summoned. So, in a sense, I am just like you. Something that should not be. Eine Art Medium? Was ist mit deinem Körper geschehen? What has happened to your body? It is a long and bizarre story. My body was stolen from me. After I'd stayed at that disgusting village for a while, the elders sent me with a native guide to a nameless ruin in the middle of a jungle so dense it seemed like no human soul had ever set foot in it before us. When we arrived, that traitorous guide pushed me into a deep chamber. They planned this all along. He was not with me, only to guide me there. When I opened my eyes, I was in an enclosure with lavishly carved stone walls. I was tied tight and saw some masked figures sitting around me chanting something. They were not human. Try to imagine this. I was alone with things that were not human. Their constant hissings still reverberate in my ears. They gave me something that made my mind go cloudy. Then, I believe I fainted. I don't know how much time passed, but when I regained consciousness, I was in total darkness. But
with the smell of damp earth filling my nose, I thought they had buried me alive. But soon, I understood how stupid it was to expect this kind of mercy from them. I managed to get above ground with my bare hands and tried to flee that damned jungle at once. But when I slipped and fell into a small puddle of muddy water, for a moment I plunged into the scorching pit of madness. The reflection in the water showed that I now inhabited the body that once belonged to my guide. Loth Nolder, meine Damen und Herren. Why did you take me out of the asylum? I had to. As I said before, if I didn't, you would have been totally overcome by now. They were planning to eliminate you and take your body for good. But fortunately, I came just at the right time. We now have a chance. I can't make it by myself. They defeated everyone else except you. Look, I am tired and have to get my drug. Let's continue this conversation tomorrow. Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Ich musste ständig an die Dinge denken, die Loth Nolder mir gesagt hat. Aber wie sehr ich auch nachdenke, all diese Dinge, die ich gesehen und gehört habe, ergeben keinen Sinn. Es ist verrückt, das glaubt alles doch keiner. Vielleicht bin ich wirklich ein Verrückter, der ziellos durch die Welt irrt und in seiner eigenen wahnhaften Welt lebt. Vielleicht ist all dies nicht mehr als ein Traum innerhalb eines Traumes. Tja. Ist nur die Frage, ob wir jemals erwachen werden. Ich bin gerade nicht besonders müde. Ich glaube, er ist müde, aber wir haben anderes zu tun. Zum Beispiel mit Loth Nolder zu sprechen. Tja, und dabei muss ich auch an die formwandelnden Echsenmenschen denken, die ja sehr beliebt unter Verschwörungstheoretikern sind. Okay, jetzt ist aber die Frage... Wo ist Loth Nolder? Verschlossen. Okay. Ich nehme an, gehen können wir jetzt aber noch nicht direkt. Moment, gehen wir mal in diese Richtung. Ich brauche etwas, das mir den Weg erlaubt. Achso, ja. Das war natürlich notwendig. Das ist völlig in Ordnung, nur der Rost hat über all die Jahre seinen Teil getan. Wenn ich den Tank fülle, komme ich vielleicht mit dem Auto hier weg. Ja, Tank füllen. So. Okay, der Tank ist fast voll. Wo ist Mr. Nolder hingegangen? Ich muss ihn finden, bevor ich gehe. Na, natürlich musst du das. Verschlossen. Aber wo finden wir ihn? Schon wieder in den Keller. Wir hatten ja wieder einen Albtraum. Wenn ich mich recht erinnere, war hier zuvor keine Bodenverkleidung aus Holz.
Es war ein blanker, feuchter, moosbewachsener Boden und eine uralte Steintreppe führt hinunter in die Tiefe. Wer weiß, wie viele Jahre sie schon unentdeckt unter diesem Haus liegt. Abgesehen davon, dass er ja geträumt hat. Achso, okay. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Sehr schön. Mit dem Hammer. Sieh mal einer an. Träume können doch wahr werden. Ach Mann. Ich meine, es ist ja schon verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben ja eigentlich nur geträumt. Also, naja. Und nun sind wir hier. Kriege sie nicht auf, sie klemmt. Ah, na schön. Was bleibt uns denn übrig? Ist Lothnolder hier? Oh. Und ob mir das gefällt? It seems you remember this place. Tja, dann fragen wir ihn. What is this place? This is a connection to the necropolis city. It was built by men, and your house was built over the city as well. But this link is too old. Most of its parts have collapsed, so we can't reach the city from here. There must be another way. Ein anderer Weg. The city you mentioned earlier, is it the one the archaeologist found recently? Yes. I checked the dig site, but no one was there. Their camp is still there, but the archaeologist has disappeared into thin air. And the entrance is blocked by huge rocks. They obviously don't want anyone to interfere.